In diesem Video wollen wir einmal von der niedrigsten Kerze auf dem Chart und dem niedrigsten Preis eine Linie zum aktuell niedrigsten Preis der aktuellen Kerze zeichnen. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Objektnamen Simple Low Price Linie, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Und auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir die Anzahl der Kerzen auf dem Chart ermitteln. Dazu nutzen wir die Funktion Window First Visible Bar, denn die gibt uns den Index der ersten sichtbaren Kerze auf dem Chart zurück. Die aktuelle Kerze hier ist immer Kerze 0 und die erste sichtbare Kerze ist die erste Kerze hier ganz links. Die brauchen wir nämlich, denn wir möchten jetzt die niedrigste Kerze auf dem Chart ermitteln. Dazu nutzen wir die Funktion iLowest. iLowest kann uns den niedrigsten Wert einer spezifischen Anzahl von Kerzen geben, und zwar für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart eingestellte Zeiteinheit. Wir nutzen hier Mode_Low, weil uns nur die Tiefstpreise der Kerzen interessieren, und zwar von allen sichtbaren Kerzen auf dem Chart bis zur aktuellen Kerze 0. Im Anschluss nutzen wir Object Delete, um alte Objekte mit dem Namen Simple Lowline Trend zu löschen. Beim ersten Aufruf gibt es so ein Objekt noch nicht, aber danach möchten wir immer zunächst die alte Linie entfernen, bevor eine neue gezeichnet wird. Und diese wird erstellt mit Hilfe des Befehls Object Create. Hier müssen wir jetzt noch ein paar Parameter übergeben. Der erste Parameter 0 steht für das aktuelle Chart. Parameter Nummer 2 ist für den Objektnamen. In unserem Fall heißt die Linie Simple Lowline Trend. Parameter Nummer 3 bestimmt den Objekttypen. Wir haben hier OBJ_Trend gewählt. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Objekttypen. Je nach gewähltem Typ muss man andere Parameter benutzen. Für unsere Linie benutzen wir Punkte, für Preis- und Zeitachse. Im nächsten Parameter legen wir erstmal fest, dass wir das im Hauptfenster machen möchten. Jetzt kommen die Koordinaten. Zunächst einmal der Zeitpunkt für die niedrigste Kerze, denn hier unten diese Achse gibt uns ja immer Zeitpunkte an. Danach übergeben wir hier den Preiswert für die niedrigste Kerze, denn auf der Achse hier stehen ja immer die Preiswerte. Und mit diesen beiden Punkten haben wir hier den Startpunkt von unserer Linie definiert. Ich möchte gerne, dass für die aktuelle Kerze 0 ein zweiter Punkt definiert wird. Und zwar soll unsere Linie durch den niedrigsten Preis von Kerze 0 verlaufen. Das war es soweit mit der Objekterstellung. Jetzt möchten wir noch ein paar Eigenschaften ändern. Fangen wir mal mit der Farbe an. Die kann man mit Hilfe des Befehls Object_Set_Integer für die Chart-ID 0, also das aktuelle Chart, und für das Objekt Simple Lowline Trend mit Hilfe von Object Property Color verändern. Ich hätte hier gerne eine rote Farbe. Ähnlich geht das hier mit dem Objekt Stil. Die ersten beiden Parameter sind wieder gleich. Diesmal ändern wir die Eigenschaft Object Property Style. Ich habe hier Style_Solid gewählt. Man könnte auch Style_Dot wählen, dann hätten wir eine gepunktete Linie. Weiter geht es mit der Objektbreite. Das ist die Eigenschaft Object Property Width. In unserem Fall die Linienstärke und die setzen wir hier auf 1. Und zum Schluss gibt es noch eine Eigenschaft, die nennt sich Object Property_Ray. Die setzen wir hier auf True. Und die sorgt dafür, dass unser Linienobjekt über die aktuelle Kerze hinaus in die Zukunft gezeichnet wird. Das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen,
dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist auch unser Premium-Kurs auf der Webseite interessant für Sie. Wenn Sie beim Kompilieren hier oben oder mit der F7-Taste keine Fehler bekommen, dann können wir jetzt hier klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simple lowprice-linie.ex4 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier sehen wir, dass unsere Linie gezeichnet wird. Sie wird auch immer wieder angepasst. Das geht relativ zügig. Und auch wenn man hier auf die entsprechenden Tasten zum Hineinzoomen klickt, funktioniert das gut. Denn Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, ein Linienobjekt von dem niedrigsten Preis der niedrigsten Kerze bis zum aktuellen Niedrigpreis zu zeichnen. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.